So Leute, willkommen zurück zu Blackbook. Wir haben beim letzten Mal rausgefunden, zum einen, zum einen, dass ich das Bild falsch eingestellt hatte und zum anderen, dass Proschka eigentlich in Wahrheit ein Gott war. How do you like my new fur? What a glow. Ja, leuchtet schön. Don't know how to address you now. Proschka or Voipil? Proschka it is. I've told you that I'll stay with you until all the seals are open. You've helped me, now it's my turn. I'm not scared of any charts. How can they possibly harm me? Ja, er hat gemeint, also wir haben gefragt, ob wir ihn Voipil oder Proschka nennen sollen, weil eigentlich ist er ja Voipil, der Gott. Und er hat gemeint, nenn mich ruhig Proschka. Ich hab dir gesagt, ich bleib bei dir, bis du deine Siegel geöffnet hast. Und vielleicht kann ich dir ja helfen. Ich habe keine Angst vor irgendwelchen Dämonen. Ich meine, wie sollten sie mich auch verletzen? What kind of spirit are you? A chewed one. Permans believed in me in the olden days. My powers have waned. I can catch mice, though. You're helping me then again. Yeah, and my power grows because of that. So I won't leave you. Und dadurch, dass er ihr hilft, auch wenn seine Kräfte verschwunden sind, werden seine Kräfte wieder stärker. Und wahrscheinlich bricht er dann eins unserer Siegel für uns. You've remembered your past, but won't you forget it all once again? Yes, you become that what you're doing. If you'll be a Sosietka for 100 years, then you'll become one. If you wouldn't have reminded me of the past, then who knows? Maybe I would have become a hairy old man then in another 100. Okay, er hat gemeint, sie hat gefragt, ob er es nicht wieder vergisst. Und er hat gemeint, ja, das kann schon passieren. Wer weiß, wenn du mich nicht daran erinnert hättest, vielleicht wäre ich dann ein haariger alter Mann in ein paar hundert Jahren geworden. Wahrscheinlich spielt er damit an, dass er jetzt in Igors Dienst ist und sich dementsprechend halt anpasst. Enough of this Sosietka business. When you'll free your guy, I go back to... I will fly around like a free northern wind. I won't forget a thing that way. Ah, okay, er wird wieder... Also wenn wir von den Toten unseren Freund wieder auferstehen lassen haben, dann geht er und wird wieder ein Wind, damit er es nicht wieder vergisst, was er war. And I was here by dawn. Why didn't you leave that short to make sacrifices? Huh? Catch the cockroach. I'll think of something. Ja, das hatten wir ja schon mal. You need to go to the... Do you think No, he likes... What should I... He has powers. I've been... You could try... Ja, das... I'm getting better. Ha! The longer it doesn't matter. Fine. Well... It's not far from guy. Das hatten wir ja alles schon mal. Ups. Das wollte... Jetzt was gekauft? Ich hoffe, nein. So, wer kommt? God be with you. I'm a fisherman from the northern lake, Vatti, Lord forgive. I came to thank you. I don't know what you did, but the Vodinoi stopped cutting our nets. Here, I brought some dried pike from our crew. Okay, er hat sich bedankt, weil wir verhindert haben, dass der Vodinoi die Netze weiter abschneidet. Gut, dann... Ah, jetzt habe ich Igor ausgerüstet. Na, ich weiß nicht, ob ich den neuen Proschka nicht lieber mag. Near the old Izba, a man is scolding his wife. Half the village soon gathers to listen to the quarrel. Half the peasants take the side of the husband, while the other half support the wife. Okay, also der Scolding, also der beschwert sich über seine Frau, beziehungsweise halt redet mit der Frau negativ, rügt seine Frau, jetzt habe ich das Wort, und die ganze Stadt guckt, oder die halbe Stadt guckt zu, und die Hälfte davon ist auf der Seite der Frau und die Hälfte von dem Mann. Ich höre mir das mal an. The subject of the argument turns out to be a saw that breaks down every other time. The man suspects that his wife is cursing it, while she insists she is innocent. Ja, also die streiten sich über eine Säge, die kaputt geht. Der Mann meint, die Frau verflucht die Säge bestimmt und sie meint, sie ist unschuldig. Ich gucke mir die Säge mal an. This item looks like it's been repaired quite often. Looks like it was fixed by the local smith a couple of days ago. Sieht so aus, als wäre sie erst vor ein paar Tagen vom Smith repariert worden. Ich glaube eher, der macht ein gutes Geschäft daraus. Ich glaube gar nicht, dass da ein Fluch drauf ist. You think that the smith may know something about the defect and learn how to get to his Izba. You decide on your next actions. Okay, ja, wir wollen jetzt zum Schmied und den mal zu fragen, was damit nicht stimmt.
It turns out the mill has long since been abandoned and is rather notorious here. Hardly anyone is brave enough to get close to the building. The talk is, the Vodinoi still grabs passers-by and drags them to the bottom. Okay, also niemand geht zu der Mühle, weil der Vodinoi wohl immer noch Leute, die vorbeigehen, in die Tiefe You zieht. decide on your next actions. Ja gut, das haben wir ja jetzt. Jetzt kann ich gar nicht mehr zwischen Igor und Proschka wechseln. Schade. Gut, da ist der Smith. Zu dem wollen wir ja sowieso zu dem Schmied. Immer schön On die the village Sidequests machen. street, you meet a strange peasant procession with chests and sacks. A peasant clutching a sleepy rooster walks in the lead. The people stop, noticing you on their way. The old women start to cross themselves, thinking you to be a bad omen. The man walking at the head of the procession addresses you. Okay, wir laufen an ein paar komischen Leuten mit Kisten und Säcken vorbei und ja, die alten Frauen bekreuzigen sich und der Mann ganz vorne, der möchte mit uns reden. Who are you, bareheaded wench? What are you doing here at night? A rooster in hand and sacks full of clothing. What are these peasants planning? Ist auch interessant, dass er bareheaded sagt, also mit dem losen Kopf. Haben wir zwei verschiedene Augenfarben? Das fällt mir jetzt erst auf. Cool. Dass wir halt keine Kopfbedeckung tragen. Ist das hier noch sowas mit Kopftuch und so weiter? Also ich finde, man sollte niemanden dazu zwingen, irgendwas auf dem Kopf aufzusetzen. Wollte ich auch nicht haben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich persönlich, ich kann auch Hüte und sowas eigentlich nicht wirklich leiden. Dementsprechend fände ich es furchtbar, wenn ich den ganzen Tag irgendein Kopftuch oder einen Hut tragen müsste. Was machen die? Divination, Gift, Moving, Escape. Ich benutze es mal. Often used as a sacrifice. Was bedeutet Divination? Ich weiß gerade nicht, was das Wort Divination heißt. Ich muss das gerade mal googeln. Divination. Ah, eine Wahrsagung. Nee, dann ist das ein Geschenk. Bringing gifts to someone? Looks like they're offering the rooster as a sacrifice to the Susiatko. So they're moving. Ah, die wollen den Opfern für den Hausgeist, damit, weil die I'm a simple umziehen. traveler who's lost her way. So you're moving into a new isba? None of your business, wench. Okay. I'm a witch doctor. I can help you move. After a brief discussion, the peasants accept your offer. You make a sacrifice near the future hut while whispering Zagavers. Thankful people offer you some gifts. Okay, wir haben unsere Hilfe angeboten. Wir haben zwar keine Erfahrungspunkte gekriegt, aber wir haben die eine Sünde sind wir losgeworden. Das ist auch gut. Ich habe mit unseren Hausgeistern eh schon viel zu viel auf uns geladen. And approach the Kama Bank. The Vajinoi was sure to be followed by his retinue, dead men and drowners from the underwater domain. Breathing in the fresh night air, you draw a circle. The Chthonian guests show up almost immediately. Your recent acquaintances emerge from the river. Okay, die Leute kommen aus dem... die Ertrunkenen kommen hier aus dem Wasser. Jetzt, wir reden mit ihnen. That you, witch? A witch, a witch. Ach, die schon wieder. You, what do you need here? Vakul has gone to the watermill, so the border is thin. We came along to help him deal with that girl also. Keep quiet. Did crayfish eat your brains? Oh, die sind... Dadurch, dass er zu der Mühle gegangen ist, ist die Bindung an die... Oder diese Abtrennung, die Grenze dünn. Dementsprechend sind sie auch an Land gekommen. Und der Dumme meint, damit sie ihm mit dem Mädchen helfen können. Also entweder mit der Rusalka, der Meerjungfrau, oder mit uns. If you know the Vodinoi so well, maybe you can tell me how to help the saltwalker and the Rusalka. The Vodinoi took a liking to you. He likes knowers. He doesn't like
that you held the Rusalka with her name. He planned to live with her for a long time. What's he going to do with her now that she remembered her past? Okay, er wollte mit ihr für eine lange Zeit leben und jetzt weiß der Ertrunkene nicht, was er mit was der Wadenoi jetzt mit der Meerjungfrau macht, jetzt wo sie sich an ihre Vergangenheit erinnert. He was upset that you held the shepherd. He got so angry. There were waves all over. Wakul is not in a good mood now. He'll probably demand a ransom. I don't know how much, but he won't ever let the Rusalka go. Only when her time comes. Like the rest of the drowners. When my time comes, I'll become a Badinoi myself. Keep quiet. Did crayfish eat your brains? Okay, also, er meinte, die würden wahrscheinlich, er würde sie niemals gehen lassen, bis ihre Zeit gekommen ist. Und er ist wütend, dass wir den Leuten geholfen haben und der Rusalka geholfen haben. Auch wenn er die Noah mag, er wird wahrscheinlich jetzt eine Gegenleistung erfordern, aber weiß nicht wie viel. Ich möchte nicht Sit angreifen. here for a while and swim home. I'll go have a talk with the Wadenoi. We'll see about that. Ich möchte ihn nicht verprügeln. Ich wüsste nicht warum. Die sind nicht böse und die haben jetzt schon viele Informationen gegeben. Far end of the village to prevent fires. You knock at the door and shudder. The sound disturbs the heavy silence. The door opens. The first thing you see is a gun, and then the smith. Okay, die Hütte ist außerhalb der Stadt, wahrscheinlich um Feuer zu verhindern, falls das halt beim Schmied brennt. Und du klopfst an und das erste, was du siehst, ist eine Knarre und dann den Schmied. Who are you? It seems a bit early for caroling. A man from Fedorova sent me. Here, his saw is fixed poorly. The smith puts down his gun and inspects the tool. Lousily done. It's my work. But what can you do? I'm afraid to work for too long. Okay, wir haben ihm jetzt die Säge gezeigt und er meint, das ist wirklich schlecht gemacht, das ist meine Arbeit, aber was soll ich tun? Ich habe Angst davor, zu lange zu arbeiten. You won't believe me. I'm a knower. I've seen a lot of things. Christ almighty. Well, listen. The devil himself visits me. He looks like an ordinary, God-fearing man, but smells of drink. He comes and tells me, shoe my horses. So I'm lifting the horse's hoof and see a human foot. This peasant has it backwards, hooves for feet, and he stares at me with his eyes. So I had to shoe a human foot. Lord, forgive me. I've been afraid to open the door ever since. You say he smells of drink? I met shorts such as this yesterday. They won't bother you anymore. You chased them away? I don't know how to thank you. Give me that saw. It will be as good as new. The grateful smith fixes the tool and bows low to you. On your way back, you give the peasant the saw and receive your reward. Okay, also, ja, wir hatten Dämonen mit Hufen, die ihn belästigt haben und er sollte Hufeisen an die Pferde machen und als er die inspiziert hat, hatten die menschliche Füße, weil es hieß ja, diese Dämonen machen die Menschen zu Pferde und reiten sie in die Hölle. Dementsprechend, da hatte er furchtbare Angst und die haben wir ja schon weggejagt aus der Hütte. Dementsprechend war er dankbar und hat das alles für uns repariert. Und wir haben die Säge zurückgebracht und haben eine Belohnung gekriegt. The wine shop is working until late. Warm light from its window pours onto the street, hidden in the dark. Noticing your book, the wine seller invites you inside. He claims to have books for sale. I see you're interested in books. You have a great one with you, I see. Is it all? I am not only selling drinks, you know. Care to look? Gucken wir uns mal an, er verkauft Bücher. Flint.
Alignment. Ja, das macht mehr Gegner nehmen mehr Schaden. Eloquenz. Nee. Ganz ehrlich, das will ich alles nicht. Bringt's nicht. Ich kann das Salt Workers Foto verkaufen, aber das will ich eigentlich auch nicht. Bin aber überlegen, ob ich so eine Maske hier verkaufe. Oder das. Ja. Nee, das ist schon okay. Wenn er Tribut will, dann prügel ich mich einfach mit ihm. On the riverbank, you see a peasant that used to look after the Vodinoi's cows. He is alive and obviously free, but his eyes are empty and he can't say a word. You know these things happen to regular people who have been through such experiences. You guide the man to the village and explain that he needs to get to his home. Nekrasova. Ah, wir haben den Typen gesehen, der auf die Pferde aufgepasst hat. Und der ist jetzt stark traumatisiert. Und das passiert halt mit Leuten, die keine Wissenden sind. Und wir haben ihn jetzt nach Hause gebracht und sind damit unsere letzte Sünde los. Yes! So, auf zur Mühle. The mill rises above the pool of the river inflow. The Izba is decrepit, and the water wheel is silent. The reeds around it rustle mysteriously. You're greeted by a salt worker. Ja, wir sind jetzt hier bei der Mühle angekommen und wir werden von einem Salzarbeiter begrüßt, wahrscheinlich der, den wir schon kennen. Und ja, das ist aber alles, was wir diese Woche machen. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und nächstes Mal geht's weiter. Ich bin schon sehr gespannt, wie wir mit dem Wade neu fertig werden. Und ich bin gespannt, wie lange das noch geht, weil wir haben ja jetzt schon, ja, wir haben ja jetzt erst, wenn wir damit fertig sind, das 2. Siegel gelöst. Oder naja, ich glaube das 3. Siegel dann. Das heißt aber, wir müssten noch 4 Siegel lösen. Gut, ich nehme mal ganz stark an, dass Proschka eins der Siegel lösen kann. Aber dann hätten wir trotzdem noch 3 Siegel, die wir lösen müssen. Wird also wahrscheinlich noch ein bisschen gehen. Ihr lasst mir ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben und wir sehen uns, wenn es weitergeht. Mit Blackbook. Bis dann, euer Wolf.